Ich begrüße euch zum März Reading Vlog. Jetzt muss ich gerade überlegen, welchen Monat wir haben. Es ist März, ein neuer Monat. Es ist wunderschönstes Frühlingswetter schon draußen. Es ist noch kalt, aber die Sonne scheint und es tut einfach so gut, endlich mal ein bisschen Sonnenschein zu haben und nicht ständig dieses trübe, graue Regenwetter. Das hebt die Stimmung ungemein. Gerade soll es aber gar nicht darum gehen, sondern wie jeden Monat, beziehungsweise wie jedes Mal am Anfang eines Reading-Vlogs, möchte ich euch meine Leseliste zeigen, welche Bücher ich mir vorgenommen habe, in diesem Monat zu lesen. Und dann werden wir im Laufe dieses Vlogs sehen, ob das alles auch so hinhaut, wie ich mir das vornehme. Das, klappt nicht immer. Klappt nicht immer so gut. Jedenfalls, ein Buch habe ich tatsächlich schon beendet. Das habe ich aber auch im Februar schon angefangen. Ihr habt das noch am Ende des letzten Vlogs gesehen. Und zwar dieses hier, The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. So, das ist der erste Teil. Es wird eine Trilogie. Und im Englischen ist auch der zweite erschienen. Ich meine, der zweite auf Deutsch erscheint im Sommer, so im Juni oder Juli, meine ich, gelesen zu haben. Und möchte ich auch auf jeden Fall lesen, den zweiten Teil. Ihr seht hier oben so eine kleine Karte rausgucken. Da komme ich gleich zu, was es damit auf sich hat. Dieses Buch war anders als erwartet. Der Inhalt war doch irgendwie ganz anders als erwartet und interessanterweise habe ich das sehr häufig gelesen bei Rezensionen, die nämlich genau das schreiben. Es war anders, als ich es erwartet habe. Und das gibt einem doch so ein bisschen zu denken, ob man da nicht doch irgendwie, marketingtechnisch oder hier klappentextmäßig nicht doch irgendwie was anpassen sollte. Aber jedenfalls, es geht um Avery und Avery, erbt unerwarteterweise eine dicken Batzen Kohle. Und zwar 50 Milliarden Dollar. Sie hat keine Ahnung, also sie kennt diesen Mann nicht. Der ist bekannt aus den Medien, ja. Aber persönlich hat sie mit Tobias Hawthorne, so heißt dieser Milliardär nämlich, hat sie mit dem überhaupt nichts am Hut. Sie weiß nicht, sie kennt ihn nicht persönlich. Sie hat keine Ahnung. Und Avery hat halt auch ein sehr, kein leichtes Leben bisher gehabt. Ihre Mutter ist verstorben und sie lebt jetzt bei ihrer Halbschwester Libby, die halt auch nur so ein paar Jährchen älter ist. Und die beiden schlagen sich halt irgendwie so durch. Aber Avery lebt halt auch manchmal eigentlich eher in ihrem Auto, weil Libby der Freund von Libby, ist halt gewalttätig. Er schlägt ihre Schwester und kein cooler Typ. Jedenfalls erfährt Avery dann, dass sie geerbt hat und sie möchte dieses Erbe antreten und als Voraussetzung dafür muss sie auf das Familienanwesen ziehen und dort ein Jahr lang leben. Und wenn sie das geschafft hat, dann bekommt sie alles. Das Anwesen, die Kohle, sämtliche wohltätigen Vereine oder was auch immer, was der Mann halt alles so besessen hat. Problem an der Sache ist, dass auf diesem Anwesen halt nicht nur Avery leben soll, sondern die Familie von Tobias Hawthorne halt weiterhin leben darf. Und das sind 2 Töchter dieses Mannes und 4 Enkelsöhne, gar nicht wahr? Es geht halt im Prinzip hier um die Frage, warum erbt Avery alles? Was macht sie zu so etwas Besonderem, dass sie das ganze Vermögen dieses Mannes erbt, unbekannterweise? Erschwerend hinzu kommt ja natürlich auch, dass dann die Familie von Tobias Hawthorne das natürlich nicht so lustig finden, dass sie halt eigentlich komplett leer ausgehen. Es gibt einige Rätsel hier zu lösen und das muss ich sagen, das war halt der Punkt, weil damit halt auch so ein bisschen geworben wird mit Rätsel etc. Das war halt auch so ein bisschen der Punkt, der mich etwas anderes hat erwarten lassen, weil ich fand, so diese Rätselei an sich stand halt gar nicht so sehr im Vordergrund. Vielmehr gab es dann hier halt doch so eine Art Liebesdreieck, was ich halt echt nicht so cool fand, was es meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht hätte. Ich habe dem Buch 3 von 5 Sternen gegeben. Ich hatte gehofft, es wird mindestens ein 4-Sterne-Buch. War es dann leider nicht ganz, aber jetzt habe ich schon viel zu viel dazu erzählt. Eigentlich folgt das alles noch im Lesemonat. Aber ja, das habe ich schon gelesen. Sollte eigentlich meine Leseliste werden. Ne? Jetzt fange ich hier schon wieder an zu labern. Dann von meiner 12 für 2022, ich habe es mit Zahlen, 12 für 2022 Liste, habe ich mir ein wenig Leben von Hanya Yanagihara ausgewählt.
Da bin ich aktuell ja noch, ich meine, jetzt ist erst der 3. Monat, ne? Aber noch bin ich ja ganz gut dabei, dass ich bisher jedem Monat ein Buch dieses 12-Bücher-Stapels gelesen habe. Und das soll bitte auch so bleiben. Dieses hier ist ja nun doch recht umfangreich mit fast 1000 Seiten. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass es so viele Seiten hat. Okay, jetzt wird meine Leseliste noch unwahrscheinlicher. Inhaltlich fällt es mir immer sehr schwer, hier was zu erzählen, weil der Klappentext hier einfach auch gar nicht so viel, ja, nicht so schlüssig ist, worum es letztendlich geht. Es geht um das Thema Freundschaft, es geht um das Leben an sich und es soll wohl eine sehr ergreifende Geschichte sein. Ich bin gespannt. So, ja, 1000 Seiten. Gut, ich habe hier noch 3 Bücher liegen. Das nächste, das ich... Moment, wir können das ja mal ein bisschen schöner machen, ne? Wir können ja hier mal jetzt den Platz nutzen. Ja, schön ist anders, ne? Ja, gut, okay, naja. Das 3. Buch, das ich lesen möchte, ist dieses hier, Der Club der Rabenschwestern von Cass Morgan und Danielle Page. Auch das ist der Auftakt einer Reihe, soweit ich weiß. Auch hier, ich habe es ja im letzten Reading-Vlog schon gesagt, ich finde es ja immer sehr schade, dass die wenigsten Bücher Aufschluss darüber geben, dass es sich überhaupt um eine Reihe handelt, ein Teil einer Reihe, das nicht da drin aufgelistet ist, ja, wie die anderen Teile heißen. Aber das hier ist ein Fantasy-Roman, in dem es um Hexen geht und das Ganze spielt in einem College. Das heißt so ein paar, ja, so Fantasy- und Dark Academia-Vibes und freue ich mich sehr drauf. Also seit das angekündigt wurde, bin ich da richtig heiß auf dieses Buch. Und es geht nämlich um eine Studentenverbindung, eine Studentinnenverbindung. Es sind nämlich alles Mädels da drin am Westerly College. Und die Protagonistin hier heißt Vivi. Sie ist neu am College und sie erfährt dann, dass die Mädels in dieser Studentinnenverbindung alle Magie beherrschen. Das sind alles Hexen. Und auch Vivi gehört dazu, was sie dann halt erfährt, während sie ja, neu auf dem College ist. Und ja, aber dann scheinen die Junghexen in Gefahr zu sein und da bin ich sehr gespannt drauf. Für meine Subleiche, das hatte ich auch schon im letzten Reading-Vlog gezeigt, auf meiner Leseliste Liberty Bell von Johanna Rosen. Wäre schön, wenn es klappt, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, muss ich jetzt noch mal gestehen. Also Thema Subleichen ist gerade so ein bisschen schwer. Aber ja, es geht hier um ein Mädchen, Liberty Bell genannt, das anscheinend im Wald aufgewachsen ist. Und das viele, viele Rätsel aufgibt und es scheint aber jemand wohl verhindern zu wollen, dass die wahre Herkunft oder Identität dieses Mädchens ans Licht kommt. Vielleicht kann ich es im März dann auch noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Ich habe mir im März zumindest vorgenommen, wirklich fast jeden Abend zu lesen und nicht vorm Fernseher zu versauern. Und das letzte für meine Reihenfortsetzung, was ich ja eigentlich auch immer mindestens ein Buch im Monat lesen möchte, entweder ja ein Reread für eine Reihe oder eine Reihenfortsetzung. Und da habe ich jetzt dieses hier gewählt, nämlich Marthas Mission von Carrie Drewbury. Ich habe den ersten Teil, also das ist Teil 2, ich habe den ersten Teil letztes Jahr im September war es, meine ich, gelesen. Und hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich habe den zweiten aber schon hier, deswegen möchte ich dem Ganzen eine Chance geben und auch den lesen. Und hier geht es ja um das Thema Todesstrafe, beziehungsweise ja, so ein Zukunftsroman, in dem und in dieser Zukunft herrscht halt so ein ganz verqueres Rechtssystem, wo es keine Richter und Gerichtsverfahren etc. mehr gibt, sondern wo das Publikum, die Bürger darüber bestimmen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und schuldig bedeutet immer die Todesstrafe. Und das Ganze ist halt dadurch auch noch, also das an sich ist ja schon krass und das Ganze findet, also man kann seine Stimme abgeben und das Ganze findet per Telefonvoting statt. Aber das kostet halt Geld. Und Geld haben die wenigsten. Das heißt, es können im Prinzip nur diejenigen stimmen, die Geld haben. Und interessant ist, dass nicht jede Person eine Stimme hat, sondern ja, beliebig viele. So viel, wie man Geld hat im Prinzip, so viel, wie man bezahlen kann. Ja, fair ist anders. Jedenfalls gerät Martha, die Protagonistin, hier halt da rein. Sie wird eines Mordes beschuldigt. Und was es damit auf sich hat, ja, das genau erfährt man dann in Band 1 und in Band 2 geht es weiter. Ja, wie gesagt, war okay, aber jetzt auch kein Highlight, möchte ich aber trotzdem gerne
weiterlesen. 5 schicke Bücher, beziehungsweise eins habe ich ja wenigstens schon gelesen. Eins kann ich ja wegnehmen eigentlich. Also das ist meine restliche Leseliste für den März. Und ich habe eben schon gesagt, dieses kleine Zettelchen hier, da erzähle ich jetzt noch was zu. Ich hatte nämlich eine Idee. Weil Folgendes, ihr kennt ja vielleicht mein Problem, dass ich damit habe, dass ich sehr, 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 sehr viele angefangene Buchreihen habe und kaum Reihen abschließe oder beende, was zum Großteil auch daran liegt, dass ich die ersten Teile vor Jahren gelesen habe und mich nicht mehr an den Inhalt erinnern kann. Und ich müsste im Prinzip erst rereaden, bevor ich eine Reihe beenden kann. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache Folgendes. Bei jedem Buch, das Teil einer Reihe ist, egal ob erster Teil, zweiter, dritter und so weiter, werde ich mir so eine kleine Spoilerkarte anlegen, die ich vorne ins Buch reinlege. Und auf dieser Karte gebe ich halt so ein paar Hinweise halt darauf, auf Protagonistin, Nebencharaktere, grobe Handlung, Plot-Twists, Auflösung etc. Einfach so ein paar Anhaltspunkte, die für die Handlung wichtig sind, damit ich dann, wenn ich sage, so ich lese diese Reihe jetzt weiter, ich dann vorher mir diese Spoilerkarte einfach nochmal angucken kann, durchlesen kann und nicht ein komplettes Buch nochmal lesen muss. Ich kann hier, die Vorderseite kann ich zeigen, da sind nämlich noch nicht so viele Spoiler jetzt drauf. Ihr seht hier jetzt Protagonistin, Nebencharaktere, es gibt noch mehr. Ich habe jetzt aber nur so die allerwichtigsten gemacht. Was die eigentliche Handlung ist, so wichtigste Sachen habe ich so ein bisschen gehighlightet, markiert. Auf der Rückseite sind dann die eigentlichen, wirklichen Spoiler für die Handlung. Die werde ich natürlich jetzt nicht zeigen. Aber diese Idee kam mir halt jetzt gestern Abend, als ich im Bett lag. Und habe gedacht, vielleicht hilft mir das, so ein bisschen bei Reihen weiterzumachen. Und ja, The Inheritance Games ist jetzt das erste Buch, bei dem ich das gemacht habe. Okay, stopp! Ich habe ein Buch vergessen. Und zwar das, was ich gerade lese. Wie konnte ich das vergessen? Und zwar ist es dieses wunderschöne Buch hier, Fabula, das Portal der 13 Reiche von Akram El-Bahai. Ist ganz frisch hier bei mir eingetroffen und ich wollte es direkt anfangen zu lesen, weil, guckt mal, wie hübsch. Ja, erschienen im Baumhaus Verlag, ist ein Rezensionsexemplar und das ist eine Fantasy-Geschichte, ich habe so ein Problem damit, ne? Im Englischen wird das immer so schön kategorisiert als Middle Grade und wie sagt man das denn im Deutschen? Bin ich jetzt eigentlich dumm? Also ist das so sagt man dann, der ist ab, weiß ich nicht, ab wie vielen Jahren der empfohlen wird, ab 12. Jedenfalls ein Middle Grade Titel und es geht hier um die Zwillinge Charlotte und Will. Und die zwei geraten aus Versehen in ein Fantasy-Reich und zwar in das Fantasy-Reich Fabula. Ja, hier gibt es massenweise Fabelwesen, Abenteuer und so eine richtig magische Fantasy-Welt und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin noch nicht weit, also so jetzt knapp, ich habe gestern Abend angefangen auf Seite 54 und die beiden sind jetzt gerade, es geht jetzt gerade so richtig los mit der Handlung, dass die beiden jetzt in dieses Portal nach Fabula reinstolpern sozusagen und ich bin sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr drauf. Und wie konnte ich das Buch vergessen? Ich weiß es auch nicht. Erstmal, ja, bin so fertig, wie ich aussehe. Und ich sage es euch, ne? Seit dem letzten Clip, den ihr gesehen habt, ist einiges passiert. Der März ist fast schon wieder rum hier. Ihr seht, ich sehe müde aus. Ja, das bin ich auch. Ja, der März war dann doch anders als vorgestellt. Wir waren dann doch noch mal ein bisschen in Quarantäne, absoluter Ausnahmezustand hier zu Hause bei uns. Deswegen
keine Gelegenheit gehabt, um die Kamera in die Hand zu nehmen, um ein Update zu drehen. Gelesen habe ich trotzdem ein bisschen. Also ich habe eigentlich, muss ich sagen, dass ich während der Quarantäne fast jeden Abend mit einem Buch da saß und gelesen habe. Auch immer eigentlich bis sehr spät in die Nacht hinein, weil das war dann so die Momente, wo ich einfach mal Zeit für mich hatte und das mal genießen konnte. Deswegen ist es Zeit für ein Bücherupdate. So, und das machen wir jetzt. Und ich glaube, dieser Reading-Vlog wird nicht aus so vielen verschiedenen schönen Szenen bestehen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wie gesagt, was haben wir denn? Wir haben den 25. heute. Ja, deswegen, ich gebe euch heute ein kleines Leseupdate und werde dann komplett am Ende des Monats nochmal ein bisschen was erzählen wahrscheinlich. Also, ich habe ein Buch komplett gelesen und beendet. Und zwar ist das dieses hier, Fabula, das Portal der 13 Reiche von Akram El-Bahai. Es geht hier um zwei Geschwister, die halt ja durch Zufall eigentlich ins magische Reich Fabula hineinstolpern. Aber so wie es aussieht, haben sie doch auch irgendwo eine Verbindung zu diesem Ort, zu diesem magischen Ort. Da gibt es halt ganz viele magische Geschöpfe, Einhörner, Zwerge und so weiter. Also alles, was man sich so vorstellen kann, gibt es und lebt in Fabula. Es war eine ganz schöne Geschichte. Ich habe mir fast ein bisschen mehr davon versprochen, als es dann letztendlich war. Aber ich habe es sehr gerne gelesen. Und was ihr auch seht, ich habe angefangen, mir Anmerkungen zu machen beim Lesen. Auch da werde ich nochmal ein paar Worte zu verlieren. Ihr habt ja schon meine Spoilerkarten gesehen für Reihen. Gleichzeitig hatte ich halt auch so diesen Gedanken, dass ich auch mehr vom Lesen mitnehmen möchte. Aber da erzähle ich später noch was dazu. Jetzt geht es erstmal um die Bücher, die ich gelesen habe. Ja, also das habe ich beendet tatsächlich. Und war ein schöner Fantasy-Titel, aber es gibt auch, es gab halt trotzdem so ein paar Sachen, die ich zu bemängeln hatte. Und dann habe ich angefangen mit Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Und ich bin aktuell bei Seite 156 von 1000. Also ich habe noch ordentlich was vor mir. Ich werde es im März wahrscheinlich nicht mehr zu Ende lesen. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich habe nämlich noch was anderes dazwischen geschoben. Seht ihr gleich. Aber ja, Ein wenig Leben. Was soll ich sagen? Es hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen, muss ich sagen. Also der Schreibstil ist wirklich außergewöhnlich schön. Es fiel mir super schwer, da reinzukommen. Ich musste am Anfang ich konnte die Charaktere am Anfang überhaupt nicht auseinanderhalten. Ich wusste nicht mehr, wer ist jetzt wer und wer macht was. Und da musste ich ständig immer hin und her blättern. Aber irgendwann hatte ich es dann, konnte ich sie auseinanderhalten. Und ab da fiel mir das Lesen dann auch deutlich leichter. Aber trotzdem war das so, also das ist so ein Buch, das ich sehr genieße, muss ich sagen, weil ich da überhaupt nicht das Gefühl habe, ich möchte das unbedingt schnell lesen. Kennt ihr das? Bei manchen Büchern hat man das ja auch so, das lese ich jetzt mal eben schnell weg. Das ist bei dem hier halt gar nicht so. Das ist so ein Genießertitel, so ein Buch, bei dem ich sage, so das will ich wirklich voll auskosten. Und ich blätter da halt auch wirklich noch mal ein paar Seiten zurück, um mir eine Szene noch mal durchzulesen oder noch mal anzugucken, um noch mal zu überlegen, steckt da vielleicht doch noch mal mehr dahinter, als ich jetzt beim ersten Mal lesen gedacht habe. Also wie gesagt, ich lasse mir Zeit dafür, aber bisher ist es sehr, sehr schön, aber ich habe auch wirklich, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich Angst vor dem, was kommt. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich wusste nie so genau, was das wirkliche Thema dieses Buches ist. Ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo das halt absehbar ist, worum es letztendlich auch geht. Und es hatte, als ich im letzten Video, in dem ich über dieses Buch gesprochen habe, hat auch jemand drunter kommentiert, also dieses Buch verdient eine Triggerwarnung. Und es so von dem, was ich jetzt noch zu diesem frühen Zeitpunkt ausmachen kann, frage ich mich auch wirklich, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch alles gar nicht so thematisiert, ich weiß es nicht, aber frage mich wirklich, warum dieses Buch keine Triggerwarnung hat. Aber nun gut. Ich freue mich darauf, da weiterzulesen. Gleichzeitig ist halt auch so diese Angst, oh Gott, was kommt da noch? Was und wie reagiere ich drauf? Also das ist wirklich das, was mir so ein bisschen Angst macht. Nichtsdestotrotz, lese ich sehr gerne. Auch hier seht ihr, ich habe so ein paar Märchen, hauptsächlich so Charakterisierungsmärchen. Wie gesagt, jetzt höre ich gleich mal zu. Ich greife mir selber immer vorweg.
So, dann habe ich hier noch ein Schätzchen, ein Neuzugang, den ich direkt angefangen habe zu lesen, als er hier ankam. Und es war ein absoluter Spontankauf. Ich habe das Buch in der Instagram-Story vom Lix Verlag gesehen. Und ich habe mir da so ein paar Zeilen dazu durchgelesen. Und das war einfach nur so, okay, zack, ist gekauft. Obwohl es eigentlich überhaupt nicht meinem Beuteschema entspricht. Das ist nämlich ein New Adult-Titel. Es war einfach nur so, okay, dieses Buch ist Grey's Anatomy in Buchform. Und es war so, das muss ich haben. Ja. High Hopes, Whitestone Hospital, erster Teil von Ava Reid, ist bei mir eingezogen. Und ich habe direkt, als es angekommen ist, als ich dann die Gelegenheit hatte, angefangen zu lesen. Und ich bin jetzt bei der Hälfte, beziehungsweise ein mini bisschen über der Hälfte drüber. Also ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr vielleicht, dass New Adult eigentlich gar nicht so mein Genre ist. Ja? Also eigentlich lese ich das gar nicht so viel. Und die Titel, die ich daraus gelesen habe, waren mir zu klischeebehaftet, sodass ich da einfach echt aus dem Augenrollen meistens nicht mehr rauskam bei diesen Büchern, die ich gelesen habe. Und es waren auch echt nicht viele, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte das dann halt auch in der Instagram-Story bei mir geteilt. Wer mag, schaut da sehr, sehr gerne auch mal vorbei. Dass ich dieses Buch gekauft habe, obwohl das eigentlich gar nicht... Obwohl das eigentlich gar nicht so das ist, was ich normalerweise lese. Aber auch da hat jemand mir geschrieben, dass Ava Reid halt auch schon mal nochmal eine Klasse für sich ist, weil sie nämlich eben so klischeefrei schreibt. Und das alles halt auch ein bisschen tiefgründiger ist. Und das hat mich dann auch nochmal darin bestätigt, dass ich es wirklich unbedingt lesen möchte. Also ich habe es... Das, was ich bis jetzt gelesen habe, also die Hälfte des Buches, das waren 2 Abende. 2 Abende, an denen ich gelesen habe. Und in diesen 2 Abenden fiel es mir wirklich sehr, sehr schwer, das Buch aus der Hand zu legen. Und wie gesagt, es ist Grey's Anatomy in Buchform. Es geht nämlich um Laura und sie startet eine neue Stelle als Assistenzärztin. Und ihr Boss ist sehr interessant, sagen wir mal so. Ja, also ich mag es sehr gerne und ich hatte... das erste Mal seit langer, langer Zeit das Kribbeln. Also kennt ihr das, wenn ihr, es muss ja gar nicht irgendwie jetzt eine heiße Szene sein, sondern einfach so dieses, wenn man merkt, okay, das sind 2 Charaktere und man liest das und man merkt, da ist gerade eine Situation, wo die Charaktere in Wirklichkeit gerade wahrscheinlich dieses Kribbeln, so dieses leicht verliebte Kribbeln haben und dann hat man das beim Lesen auch. Bitte sag mir jetzt, dass ich damit nicht alleine bin. Also das hatte ich sehr, 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 sehr lang nicht mehr und hier hatte ich es bei einer Szene. Und wie gesagt, das war keine spicy Szene oder so, sondern einfach nur so ein leichtes Annähern. Und es war halt einfach, das war für mich so ein Zeichen von, okay, ja, ich mag das Buch. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich total darauf, da weiterzulesen. Und ich habe das zwischengeschoben zu Ein wenig Leben und ich werde das jetzt auch erstmal beenden, bevor ich dann bei Ein wenig Leben weiterlese. So schön Ein wenig Leben auch ist, möchte ich das jetzt gerade einfach mal lesen, weil, wisst ihr was, ich unterdrücke viel zu häufig diese Lust auf ein ganz bestimmtes Buch, weil ich denke, nee, das andere Buch hat gerade mal Vorrang. Und ich weiß genau, wenn ich das jetzt nicht lese, das Buch, dann steht das jetzt 2 Jahre ungelesen im Regal. Und deswegen nutze ich diese unbändige Lust, die ich gerade auf diese Geschichte habe, jetzt. Ich koste das jetzt aus. Ich lese dieses Buch jetzt, in diesem Moment. Sollten wir viel häufiger mal machen, wie ich finde. Ideal. Es ist heute der 29. März. Der Monat ist so gut wie vorbei. Es wird hier nicht mehr so viel Spektakuläres passieren. Wir konnten jetzt endlich mal das schöne Frühlingswetter genießen, waren draußen unterwegs, haben Ausflüge gemacht. Es war sehr, sehr schön. Das Wetter tut einfach so gut. Da ist die Laune einfach direkt viel, viel besser. Der März, muss ich sagen, war ein sehr durchwachsener Monat.
weil ich ja manches echt nicht gebraucht hätte im März, aber so ist es nun mal. Ich kann es nicht ändern, dafür war es lesetechnisch wirklich sehr schön. Ich freue mich da, dass irgendwie so High Hopes da so reingeschlittert ist in den März, weil eigentlich war das ja gar nicht beabsichtigt, das war gar nicht geplant, aber es war trotzdem ein sehr schönes Buch. Habe ich vorgestern Abend auch beendet. Und sonst habe ich auch echt viel Hörbuch gehört, viel mehr als sonst. Ich habe 2 komplette Hörbücher auch beendet im März. Welche das sind, werdet ihr dann im Lesemonat erfahren. Und ich habe so viel Hörbuch gehört, weil ich mir nämlich kabellose Kopfhörer gekauft habe und die sehr, sehr viel hier zu Hause getragen und Hörbuch gehört habe. Ja, ganz neues Lebensgefühl. Ich bin sehr, sehr happy damit. Ja, was soll ich sagen? Ein wenig Leben. Ich habe gestern Abend gelesen und wenn ich abends gelesen habe, in diesem Buch war das immer so, dass ich so ca. 50 Seiten geschafft habe und dann war halt auch mein Energielevel erreicht, dass ich nicht mehr konnte und das Buch zuklappen musste. Und gestern Abend konnte ich es wirklich kaum zur Seite legen. Ich weiß gar nicht, ich habe gestern, ich glaube, 80 Seiten gelesen. Aber dann noch nur aufgehört zu lesen, weil es dann schon echt spät war. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht dieses Buch zuklappe, dann hänge ich da bis 3 Uhr morgens und dann werde ich es richtig bereuen heute. Aber ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Ich habe schon gesagt, ich wollte euch noch was über die Märchen erzählen. Also eigentlich so spektakulär ist es gar nicht. Ich habe halt bemerkt, deswegen habe ich ja einmal diese Spoilerkarten gemacht, dass ich häufig mich an Sachen nicht mehr erinnern konnte. Und mir hilft es auch gerade, um Bücher zu besprechen, hilft es, wenn ich mir da ein paar Notizen oder Anmerkungen zu mache. Ich habe das häufig auch irgendwie beim Lesen dann in eine Notiz in meinem Handy eingespeichert. Aber irgendwie finde ich es dann doch schöner, oder was ich dann halt nicht hatte, war halt Stellen markiert. Ich habe mir keine Seitenzahlen oder irgendwas aufgeschrieben, wenn mir etwas aufgefallen ist beim Lesen, sei es jetzt positiv oder negativ. Ich wollte halt häufiger einfach für mich selber auch so ein paar Beispiele mal haben, aber hatte sie dann halt einfach nicht, weil ich es mir nicht gemerkt oder markiert oder sonst irgendwas habe. Das wollte ich gerne ändern und deswegen dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Fabula war das erste Buch, bei dem ich das Ganze ausgetestet habe und ich habe mir halt vorher hier so eine Karteikarte gemacht, habe mir bunte Klebchen gekauft und mir halt ja aufgeschrieben, welche Farbe wofür steht und habe halt irgendwann aber gemerkt, so ich habe mir halt hier gekauft, bei Kodi war es, glaube ich, und habe aber irgendwann gemerkt, okay, die Anzahl der Farben reicht mir nicht aus, ich brauche mehr, habe mir noch mehr bestellt mit mehr Farben und habe dann halt noch so ein paar hinten drauf und ich merke aber, dass, also manche Sachen könnte man halt irgendwie ständig sämtliche Sachen mit markieren. Beispielsweise hier dieses Grün ist bei mir einfach wichtig. Halt Sachen, die für die Handlung irgendwie wichtig sind. Ja, das braucht man halt dann schon häufiger als irgendwie, ich habe jetzt beispielsweise auch Zitat, brauchte ich jetzt bei Fabula beispielsweise gar nicht, aber dafür bei Ein wenig Leben halt habe ich mit 2... Nee, gar nicht wahr. Es war nicht bei Ein wenig Leben. Es war tatsächlich bei Ava Reed. Habe ich mit 2 Zitate markiert und es ist halt nochmal eine andere Form von Lesen, weil man irgendwie auch nochmal mehr mitdenkt beim Lesen. Aber wie gesagt, ist halt noch was völlig Neues für mich und ich merke halt auch, dass ich wahrscheinlich halt hier diese Punkte, also diese Gründe für, warum ich da jetzt mir ein Märkchen setze oder nicht, merke auch, dass ich die auch beim Lesen auch nochmal angepasst habe. Ich habe zum Beispiel diese 3 halt beim Lesen irgendwie dann noch hinzugefügt, weil ich gemerkt habe, okay, das wäre auch noch hilfreich, das bräuchte ich auch noch. Ach so, eins, das ist mir gestern Abend beim Lesen, das ist einfach nur Stil. Ich hatte den Kugelschreiber nicht zur Hand und habe einen Bleistift, den habe ich nämlich auch mal mit dabei. Und wenn ich mir nämlich ein Märkchen setze, ich mache mir meistens immer eine kleine Anmerkung mit Bleistift dann daneben oder unterstreiche den Satz. Geht ja für viele gar nicht in ein Buch schreiben, aber ich bin da nicht so zimperlich, muss ich sagen. Ich finde das eher sogar schön, wenn man halt irgendwie sieht, so es wird sich auch wirklich mit einem Buch beschäftigt und nicht einfach nur so weggelesen, um es zu lesen, sondern auch wirklich, um irgendwie auch nochmal was draus mitzunehmen. Darum geht es mir dabei. So, dieser Reading-Vlog war... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war trotzdem für euch so ein bisschen unterhaltsam. Der April, kann ich schon mal direkt sagen, der April wird schön, weil, also hoffentlich, ich hoffe, es
kommt nichts dazwischen, weil wir fahren in Urlaub. Ich hoffe. Hoffentlich werdet ihr im April dann noch so ein paar Sonnenstrahlen mehr im Reading-Vlog genießen dürfen. Und vielleicht auch so ein bisschen Meeresrauschen oder so. Ich hoffe sehr. Ich freue mich jedenfalls sehr. Ja, ich hoffe, euer März war schön. Ich freue mich immer von euch zu hören. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie euer März so gelaufen ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.